2022 wieder ein Jahr vorbei, wieder ein sehr erfolgreiches Jahr bei uns der Deutschen Telekom. Und ich mache jetzt mit euch eine Schlittenfahrt durch ein Jahr Telekom. Für den einen oder anderen sicherlich auch ein Perspektiv. Was für ein Jahr. Und das Wichtigste natürlich ganz am Anfang. Unser Netz. Das beste Netz, wie immer. Aber wir haben deutlich ausgebaut. Insgesamt haben wir jetzt 34.000 Mobilfunkstandorte. Wir nennen die bei uns die Vollpfosten, weil die sind vollgepfropft mit Antennen. Über 100.000 Antennen funken mittlerweile im besten Netz. Mit 5G erreichen wir jetzt eine Abdeckung von rund 93%. Ich finde das großartig, was ihr da hingekriegt habt. Danke euch! Danke dir! Bei LTE sind es mittlerweile 99% der Abdeckung. Und übrigens, wir nutzen jetzt das 700 MHz Band auch im 5G und dadurch können wir fast überall über 100 Megabit pro Sekunde garantieren. Das Gleiche haben wir auch in Europa gemacht. Übrigens 1,5 Mal mehr Abdeckung als noch vor einem Jahr. Wir decken jetzt über 43% aller unserer Länder, alle unserer Menschen in diesen Ländern mit dem besten Netz ab. Und dann haben wir ja auch noch unser altes Festnetz. Früher haben wir mit Kupfer angestoßen. Boah, aber wer will heute schon Moskau Mule? Inzwischen stoßen wir auf Glas an. In Deutschland 2 Millionen Haushalte in einem Jahr mit Fiber to the Home, Glasfaser bis ins Wohnzimmer versorgt. Und übrigens zusätzlich 1,1 Millionen Haushalte in Europa obendrauf. Schnell und toll, wie ihr das hingekriegt habt. Prost! Naja, wir nehmen noch Abschied. Ich muss mal eben schnell hier raus. Da sind doch noch diese 12.000 Telefonzellen. Ich hänge ja da dran, das ist echt historisch. Aber die Dinger, die fressen Strom, keiner braucht sie, die müssen weg. Lasst mich mal eben aussteigen. Ach Kollege, dann lass uns das Ding mal ziehen hier vom Acker ziehen. Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr, 3 Minuten und 20 Sekunden. Übrigens, Nachhaltigkeit heißt auch Ressourcen sparen. An was wir unbedingt arbeiten müssen, gemeinsam. 200 Millionen Endgeräte liegen in den Schubladen unserer Kunden. Die müssen wir zurückbekommen, damit wir die Rohstoffe, die da drin stecken, wie seltene Erden, recyceln können. Übrigens, kleiner Geschenktipp, man muss das Handy nicht so teuer neu kaufen, sondern bei der Telekom gibt es gebrauchte Handys. Das ist gut für die Umwelt und gut fürs Portemonnaie. Und ihr im Service? Kunden zu Fans machen, das habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben. Und an vielen Stellen habt ihr das auch wieder geschafft. Unsere Kundenbeschwerden sind im Sinkflug. Und unsere Erstlösungsquote, die geht steil bergauf. 56% aller Anfragen beantworten wir heute schon im ersten Kontakt. Vor Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Unser Service ist übrigens mittlerweile wie kein anderer TÜV geprüft. Ihr seid meine Helden. Innovationen sind auch extrem wichtig. Mein Beispiel, mein Magenta App. Eine App für alle unsere Kunden. Besonders spannend finde ich Magenta Moments. Hier bekommt der Kunde Konzertkarten zum Beispiel von Robbie Williams oder er bekommt zusätzliches Datenvolumen geschenkt oder ein Jahr Disney Plus umsonst. Ich finde das cool. Innovationen auch beim Fernsehen. Die Telekom bleibt am Ball. Wir sponsern weiter den besten Fußballclub Europas, den FC Bayern München. Und bei Magenta TV haben wir uns auch die Rechte für die 3. Fußball-Bundesliga bis zur Saison 26/27 gesichert.
Übrigens, alle Spiele bei Magenta TV. Rekorde, 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 Rekorde in den USA. Wir sind mittlerweile das wertvollste Telekommunikationsunternehmen der Welt. T-Mobile setzt neue Maßstäbe. Und wenn auch hier landesspezifisch der ein oder andere meint, Made in Germany würde so vor sich hin bröckeln, dann kann ich euch nur sagen, in Amerika steht Made in Germany für das wertvollste und das beste 5G-Netz. Im vergangenen Jahr habe ich gesagt, wir können mit Optimismus in die Zukunft schauen. Das ist etwas, was uns auch Kraft für 23 geben kann. Denn viele Krisen kommen gleichzeitig. Aber wir haben einen Plan. Und irgendwo ist die Telekom in diesen Zeiten so etwas wie ein Stabilitätsanker. We won't stop until everyone is connected. Ich sage Danke. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich wünsche euch ein gutes und ein gesundes 2023. Passt auf euch auf, aber passt auch auf die anderen auf. Alles Gute, euer Tim Höttges. Ho, ho, ho! Oh. Moskau Mule. Sehr gut. Habe ich den Leonhard getroffen? Nein, ich lebe noch. Ich muss aber wackeln, das motiviert mich. Was war denn jetzt los? Da kam ja nur eine, hör mal. Mach noch mal. Tja, den einen oder anderen hat's wohl offensichtlich zerlegt. Zum Beispiel Twitter. Ja, nochmal, Ja, nochmal. also das Die kam ein bisschen spät, die Seifenblase. Wie die von 1 und 1. Nee, das geht nicht. Nein, nein, das ist doch gerade die Spitze, die brauche ich doch. Die dritte Fußball-Bundesliga haben wir uns für die nächsten Saisons... Lassen wir den Vodafone mal in Ruhe dieses Jahr. Wo ist die große Katze, Anton? Ein bisschen lächeln sollte ich vielleicht dabei. Das lief, das lief. Tschüss, guten Flug!